we need such movements. They are, but the weirdest part of such movement is that why do we have such movement at the first place? It's a reflection that the society needs to change and the systems need to change. We shouldn't be fighting as Black people or Arabic people or Asian people to be part of a society, because you never hear a German that's complaining, oh my God, I have issues with the society, because yes, they're born in Germany and they're German, but who's the real German? That's the question. And then you find kids who come from multiracial relationships. They find themselves, am I white enough? Am I Black enough? Because the society is putting people in a box. So if we were a good society, we wouldn't be fighting for a space. Like Black Lives Matter is not supposed to even take place. We also need a seat on the table. A lot of times people make excuses for old people that, yeah, they still have that mindset, but we shouldn't be making excuses on their behalf. They also need to go with the program. They are still alive and have their blood running. Ja, ich fand das alles also schon so richtig krass, dass man wieder sieht, dass wir eigentlich nicht wirklich einen Schritt vorangekommen sind seit Rassismus, also seit Sklaverei und Brown Paper Bag und all diese Sachen. Wir sind nicht großartig einen Schritt weitergekommen. So, wir sind zwar einen Schritt weitergekommen, dass es nicht mehr so offiziell und offensichtlich ist, aber es werden trotzdem Schwarze ermordet, es werden trotzdem dies gemacht, man sieht trotzdem einen großen Unterschied. Und dann war ich halt im Schlosspark auf dieses Black Lives Matter Movement alleine. Mary, die musste arbeiten, deswegen konnte sie da nicht. Aber ich war da auf diesem Black Lives Matter Movement und es war mir echt unangenehm, da zu sein, obwohl ich da sein wollte. Ich komme da gleich zu, warum. Obwohl ich da unbedingt sein wollte, weil sonst würde ich da ja nicht hinfahren. Aber man hat das schon gemerkt an meine Position, wo ich stand. Dafür, dass ich eigentlich ein sehr offensichtlicher Mensch bin. Ich stand wirklich fast hinten, ganz hinten, also hinter mir standen schon keine Menschen mehr. Ich stand ganz hinten, fast hinten an der Wiese. Also nicht so weit, aber schon ziemlich weit hinten. Und das war hauptsächlich da, weil ich da aufgetaucht bin und ich von Schwarzen, meine eigenen Menschen, das ist ja auch noch etwas, was ich ansprechen muss, aber das betrifft ja nur diesen Punkt, dass ich schwul bin irgendwo. Dass ich habe das Gefühl einfach bekommen, durch Blicken, durch alles. Also ich lese auch sehr viel durch Menschen hinaus. Ich habe einfach das Gefühl bekommen, was mache ich hier? So, die haben mich einfach so auch gelacht, so dies und da. Ich fühlte mich einfach unwillkommen als Schwarzer. So, und das lag hauptsächlich daran, weil ich schwul bin und ich weiß das einfach. Und das ist etwas, was ich einfach nie vergessen werde, weil das mich einfach so aufgeregt hat. Ich wollte da unbedingt weg, aber ich bin da geblieben bis zum Schluss. Ich wollte da unbedingt weg, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich bin hier unwillkommen, obwohl ich supporten will und obwohl es eigentlich nicht gerade darum geht, ob ich schwul bin oder um Homosexualität. Es geht darum, dass Gleichrecht ist zwar dasselbe irgendwo, aber in Hautfarbe technisch. Zwar so, es geht um Hautfarbe, Gleichrecht, also Gleichberechtigung. Und da habe ich mich einfach so unwohl gefühlt durch diese Ausgrenzung. Das hat man schon gemerkt. Das war wirklich schon krass. Obviously, being Black in America is always going to be like a very conflicting experience. Being biracial is probably also another aspect. So I do identify as Black American. I'm also mixed. But
I tend not to lead with that because people kind of want you to pick one side or the other. What do you feel more? Like, what side do you relate more to? And I absolutely can't stand that. I know that my existence as like a non-white person means I'm always going to like live the Black experience, and that's why I lead with that. But in schools, especially, that was very tricky. So my mom made sure when I was homeschooled that we had an understanding of our identity, that we learned Black history, you know, people that were very important. But since it was a very isolated environment, you didn't really have to deal with race in your daily life. When I went to middle school, that was, it's called a magnet school for the arts. So they're schools that are specifically put into lower socioeconomic areas. And then you have people who are like bussed in to kind of like help students mix, and they have certain aspects. So I went to a magnet school for the arts. And so you had a lot of kids who were Black who came like from that surrounding neighborhood, and a lot of people who were bussed in that was overwhelmingly white. And then I was just kind of there doing my thing. And that was like the first time that you kind of had to see like what group are you going to go towards. And that was a really challenging time because for the most part, I just felt like me. And now people were kind of telling you like, hey, you have to choose. And that was very strange for me. And I think you saw that a lot in high school as well. So I kind of like drifted between groups, but it was never like one specific group or like stereotypical group that I would belong to. So that was always a very strange experience as well. Especially when you feel kind of sure in your identity, and then you'll hear people, you know, say like, oh, you're an Oreo, which is like a negative term for like someone who's like Black and white, or oh, you talk white, or things like that. It's like, okay. But then you would have friends that you would interact with, or maybe classmates is a better term, and you would say something and they'd say, oh, your Black side is showing right now. And yeah, it was kind of like, what does that mean to you? And it was any time that there was maybe more like Black cultural expressions or like the way I talked. So you learn to code switch a lot quicker than you kind of know like how you should behave, how you should talk in certain settings, which in America was useful, and here I just feel like you probably don't code switch as much as kind of stick to one way because people can't really identify with that other side at all. But those are definitely some experiences. I feel like that kind of like shaped the way that I interact with the world, probably the way I think about my own identity. Wenn ich Fußball zum Beispiel geguckt habe und da waren Schwarze dabei, fand ich immer mega cool. Oder die amerikanischen Leichtathleten oder sowas, da habe ich immer meinen Papa gefragt, Papa, wie heißt der, wo kommt der her, ist ja auch Afrikaner und so. Und mein erstes Mal Afrika-Cup habe ich geguckt und da waren die ganzen Trommeln und dann hat Ghana im Finale zwar verloren, aber ich war trotzdem mega stolz und so. Das erinnert mich noch wie gestern so. Und da habe ich das erste Mal so gefragt, so, wo komme ich her, bin ich Afrikaner, bin ich Deutscher, also ich war für mich immer Deutscher, genauso wie meine Kinder zu mir auch mal sagen, Papa, wir sind braune Deutsche. So, verstehe ich auch vollkommen, was sie damit meinen. So, das war so das erste Mal, wo ich so mich selber irgendwo einordnen musste oder gedacht habe, ich muss es tun, weil irgendwie war ich anders als die anderen Kinder. In der Kindergarten oder in der Schule, wenn die gesagt haben, gib mal die Hautfarbe, habe ich denen braun gegeben und dann meinten, nein, ich will Hautfarbe haben, und dann habe ich denen das Schweinchen rosa gegeben und dann meinten die, okay, das ist das Richtige. So, das war das erste Mal, dass ich gecheckt habe, dass ich so ein bisschen anders bin. Aber ich war immer sehr stolz darauf, anders zu sein. Dass es in Deutschland tatsächlich Demonstrationen gab, weil die einen Schwarzen in Amerika getötet haben. So, wow. Ich war sprachlos. Also, ich war erstmal super sauer im März. Ich war richtig sauer. Weil ich auf einmal gedacht habe, krass, es ist allen scheißegal, die töten den einfach jetzt so auf der Straße, Bullen zum 844. Mal wird ein Schwarzer von irgendwelchen Polizisten in Amerika schlecht behandelt. Das weiß jeder und trotzdem ist es irgendwie das Vorbildland für alle anderen Länder und keiner sagt irgendwas. Auf einmal sind die Leute aufgestanden. So, ich rede jetzt nicht von Social Media, ich habe ein schwarzes Viereck, so, hat jetzt auch keinen gebracht, aber alleine das hat schon, ich dachte so, ey, jeder auf einmal war damit unterwegs, und ich glaube auch, dass viele das auch wirklich ernst meinten, so, dass sie da Solidarität bekunden wollten. Das war, wenn in Paris ein Anschlag ist, Je suis Paris, waren die auch alle da, das meinten die auch, glaube ich, alle ernst, und dass du diesmal gesehen hast, ey,
Das ist egal, ob das ein Schwarzer war oder ein Weißer war, die wollen einfach nicht, dass sowas passiert. Und da war ich schon echt überrascht, dass es überhaupt sowas gibt. Und ich war im Schlossgarten, als diese Demonstration oder Kundgebung war. Und ich mag solche Kundgebungen eigentlich nicht, weil normalerweise läuft das so, dass Schwarze da hingehen und sagen, wie rassistisch Weiße sind. Und das läuft dann so eine Stunde, das Programm. Und dann denke ich mir so, wow, damit gewinnen wir gar nichts, wenn wir denen sagen, ihr seid scheiße, eigentlich sind wir doch auch Menschen. Und das lief auch eine Zeit lang in diese Richtung. Aber es gab auch noch mehr. Und das fand ich cool. Weil oftmals ist es so, dass man mit dem Finger auf Leute zeigt, so, ja, ihr seid schlecht, ihr habt uns in Afrika kolonialisiert, versklavt und was weiß ich. Und jeder, der dann auf der anderen Seite ist, denkt sich so, ja, okay, das waren vielleicht meine Vorfahren, ich kann da jetzt auch nichts, was soll ich jetzt machen? Das ist so wie die Grundschuld der Deutschen. So. Wenn man einmal Zweiten Weltkrieg sagt, oh Gott, alle gucken nach unten und hoffen so, dass das Thema jetzt ad acta gelegt wird. Und das finde ich halt immer schwierig, wenn man zu sehr mit dem Finger auf die Leute zeigt, weil es nichts bringt. So. Und das fand ich cool, dass es diesmal irgendwie anders war. Dass es nicht eher so ja, ihr seid scheiße, sondern ey, wir sind doch eins. Und das ist, glaube ich, der einzige Weg, den wir haben und der einzige erfolgversprechende Weg, dass wir irgendwie diese Einheit werden, was wir eigentlich sind. So. Und es wird irgendwann Führer geben, die uns dann auch das predigen und nicht mehr uns versuchen zu spalten, sondern uns versuchen zu vereinen. Und wenn das gelingt, ich glaube, dass wir eine coole Spezies sein werden. Also wenn wir es wirklich schaffen, an einem Strang zu ziehen, ich bin davon überzeugt, dass die Menschheit zu vielen in der Lage ist, wenn die das erstmal schaffen. By step, when you try to make programs, bringing all people together, try to show them there's no difference between a white, black, red, green, whatever it is. The people all come together and it's really nice. Ganz einfach, People of Color. Wir haben eine gemeinsame Geschichte, die bis heute immer noch sich fortsetzt. 2021, wir reden immer noch über dasselbe Thema. Das sind immer diese Menschen, die immer da sind. Das sind die Menschen, die, wie man so sagt, an die Front stand, für uns geredet haben, für uns gekämpft haben. Und solche Menschen, wie zum Beispiel auch wie Nelson Mandela, den darf ich auch nicht vergessen, die wirklich diesen Mut geben, um zu sagen, ey, du brauchst den Mut nicht zu haben, du musst reden, lautstark sein. Und das ist genau das, was nach den letzten Demos, beziehungsweise nach George Floyd, was die Demos, die passiert sind, das hat mich nochmal mehr gerührt, wie viele Menschen von unserer Kultur sich da gestellt haben und laut waren. Vor allem nicht die ältere Generation, sondern die jüngere Generation. Das war etwas, was mich sehr berührt hat, wo ich mir dachte, okay, früher war das nicht so einfach. Und wenn ich so, beziehungsweise als ich mit meinem Vater darüber gesprochen hatte, er meinte, in der Zeit, in den D-Mark-Zeiten, war es überhaupt nicht möglich, sich auf der Straße zu stellen und als People of Color dagegen zu kämpfen, über gewisse Sachen, die passiert sind. Aber heutzutage, mit der heutigen Generation, die nach uns kommt, sind echt wirklich Kids, die wirklich ihren Mund aufmachen können und auch clever sind. Und das